Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Und heute geht's auch wieder gleich in die TCM rein. Wir möchten in dieser Staffel die TCM, traditionell chinesische Medizin, ein bisschen dokumentieren und darin auch Produkte, insbesondere Tees, die da über eine riesenlange Tradition immer wieder gemacht wurden, die Rezepturen anschauen. Und heute habe ich hier einen Professor einladen dürfen, der sich darin in der ganzen TCM unglaublich gut auskennt. Er ist selbst ist er Chemiker, er ist Biologe, er hat im Bereich der Pflanzenheilkunde über 3000 Stoffe so zertifiziert als Goldstandards, dass man sie in der Pharmazie auch weltweit genauso nach seinen Standards nutzt. Er ist auch ein Sachverständiger im Arzneimittelrecht und er ist auch beim stellvertretender Ombudsmann beim DIN-Norm in Deutschland. Also nicht irgendwer, er ist wirklich ein großer Mann und es ehrt mich sehr, dass du heute wieder da bist, lieber Hans Rausch. Herzlich willkommen bei uns. So, hallo, es freut mich, hier sein zu können, um auch vielleicht ein paar neue Aspekte in einer breiteren Öffentlichkeit mal darstellen zu dürfen. Sehr gerne. Also ich möchte mit dir eigentlich mal anfangen in die Geschichte der TCM, denn für mich als Schweizer hat TCM einen unglaublich hohen Stellenwert. Es ist so ein bisschen mystisch, es ist ein bisschen geheimnisvoll und trotzdem weiß man, dass es einfach unglaublich viel Wirkung hat. Man redet von Akupunktur und alle möglichen Heilformen sind ja schon gut etabliert in der Schweiz. Wie es sonst ist, weiß ich nicht. Aber es gab mal eine Phase, wo plötzlich das Image angekratzt wurde. Das habe ich so ein bisschen mitbekriegt und in letzter Zeit geht es eigentlich wieder steil nach oben. Und ich möchte gerne die Geschichte ein bisschen hören von dir, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass es runterging und jetzt, warum es wieder raufgeht. Gut, wir müssen natürlich einmal die Grundlage, wir haben gerade gehört, die Affinität in der Schweiz für die TCM liegt auf einem nicht sehr niedrigen Level, um es mal im Understatement zu formulieren. Das liegt aber auch daran, dass sich, ich sage jetzt mal, die Länder Deutschland, Österreich, Schweiz immer auch über lange Traditionen mit der Phytomedizin, also der Therapie auf pflanzlicher Basis, sehr lange und intensiv auseinandergesetzt haben. Das heißt, das Vertrauen in eine wirksame pflanzliche Therapie ist auch durch die eigene Phytotherapie gewachsen. Und wir haben eben durch die Implementierung der südostasiatischen Phytotherapie in die westliche Medizin zusätzliche Wirkmechanismen, zusätzliche Komponenten mit reingekriegt, die es einfach in Europa aufgrund ihrer Beschränktheit der verfügbaren Heilpflanzen so in dieser Phase nicht gab. Das heißt, wir müssen natürlich eines betrachten, wir haben vielleicht, also aus meinem Erfahrungsschatz raus, mit dem wir auch ständig arbeiten, etwa 500 Pflanzen, die als Heilpflanzen in der westlichen Medizin in irgendeiner Weise eingesetzt waren. 500 ungefähr. Also westliche Medizin implementiert aber auch dann die US-amerikanische Medizin ein wenig, wo dann eben aus der Indianermedizin auch Pflanzen bei uns gelandet sind. Wir können auch solche Beispiele dann im Einzelnen noch diskutieren und haben nach offiziellen Einschätzungen chinesischer Experten ca. 10.000 Arzneipflanzen mit therapeutischer Wirkung in Südostasien. Das heißt, wir haben dort ein gigantisches Potenzial an Inhaltsstoffen, deren chemische Zusammensetzung im Westen bis dato nur ansatzweise bekannt sind. Ich setze mich jetzt seit fast 30 Jahren auch mit diesen Inhaltsstoffen auseinander und sage immer noch, ich verstehe eigentlich nur ganz wenig. Und bin jeden Tag neu überrascht über Sachen, die wir dann im Labor plötzlich wieder sehen. Und ich sage, so eine Struktur habe ich in westlichen Pflanzen noch nie gesehen. Das heißt dann im Umkehrschluss, durch den Zugang zu einem gigantischen Potenzial neuer chemischer Grundstrukturen haben wir auch komplett andere Möglichkeiten in der Therapie, die als Grundlage herangezogen werden. Ich spreche jetzt nur einen Kernsatz mal an. Der größte Teil aller im Moment bei der Krebstherapie eingesetzten Therapeutika
basiert in ihrer chemischen Grundstruktur auf Komponenten aus der traditionell chinesischen Medizin. Ja, das heißt, das, was uns die chemische die Industrie verkauft als ihr Wissen, ist eigentlich nichts anderes wie eine billige Kopie und chemische Modifikation etwas bereits Bekannten. Ist das nicht auch beim HIV auch so? Dass da auch dort werden pflanzliche Komponenten zum Teil eingesetzt. Wir haben, sagen wir mal so, bei der HIV-Geschichte hat die moderne westliche Medizin zum ersten Mal wieder lernen dürfen, dass der pragmatische Ansatz, wir heilen mit einem Monowirkstoff, also einer chemisch genau definierten Komponente, den Körper hinten und vorne über Jahre nicht funktioniert hat und dann plötzlich... Weil er mutiert, oder? Weil er mutiert, weil er ständig darauf reagiert. Und jetzt kommt man dann wieder zurück, indem man dann auf den sogenannten Synergismus-Effekt, also die Co-Wirkung einer komplexen Mischung verschiedener Inhaltsstoffe, den in seiner Reaktivität massiv behindert. Weil das die Erkrankung reagiert auf den Wirkstoff, wird aber gleich von einem anderen Wirkstoff und vom anderen eigentlich wie umzingelt. Ja, wir müssen natürlich eines dazu sagen, eine typische Arzneipflanze oder wir können sogar weitergehen. Eine typische Pflanze enthält zwischen 1 und 2 Millionen Komponenten. Ja, stellen wir das mal vor. Also ist das in der Spektralanalyse? Wir wissen ja nur ansatzweise, was in unseren Pflanzen drin ist. Geschweige denn, was in asiatischen Pflanzen drin ist. Ist das in der Spektralanalyse, sieht man diese Peaks? Wir sehen Signale, wenn man sie sehen kann. Das kommt natürlich drauf an. Also das heißt, wenn ich einen Teeauszug aus einer Pflanze mache, kann es sein, dass ich schon 100.000 verschiedene Komponenten in dem Tee drin habe. Das muss man sich vorstellen. Das sind Größenordnungen. Und wenn man dann aber wieder versteht, dass Natur nicht durch eine Einzelsubstanz wirklich effizient beeinflusst werden kann, hat man natürlich auch die andere Geschichte, dass man in der komplexen Mischung eine viel höhere Reaktivität mit viel geringeren Substanzmengen erzeugt. Ich erzähle meinen Studenten immer einen ganz einfachen Erklärungsversuch. Es ist ein Versuch der Erklärung. Sie müssen sich immer eines vorstellen. Unser Körper ist ja ein Mikrokosmos, der funktioniert wie der moderne Mensch auch. Die Leber ist der Türsteher in der Disco. Das heißt, wenn wir oral, also über den Mund etwas zu uns nehmen, wird Speiseröhre im Magen dann aufgeschlüsselt, im Darm resorbiert und alles, was im Darm resorbiert wird, also in den Körper reinkommt. Darm ist ja eigentlich Körper außen. Ja. Ist ja außen. Klar. In den Körper reinkommt, kommt als erstes in die Blutbahn und diese Blutgefäße gehen als erstes in die Leber. Und die Leber macht im Grunde Gesichtskontrolle. Kenne ich nicht. Kenn ich, ist unkritisch, lasse ich durch. Kenne ich nicht, schaue ich mal an, ist es wasserlöslich, schieb's in die Niere. Ausscheidung. Dann ist es wieder weg. Kenne ich nicht, lässt sich aber nicht in Wasser lösen, muss ich arbeiten. Versucht die Leber als erstes durch chemische Prozesse die Substanz eher wasserlöslich zu machen, also durch chemische Modifikation, und dann hinterher in die Niere zu schieben, um zu sagen, und jetzt guck mal, dass es losbringst. Wenn das Ganze nicht funktioniert, dann sind wir so wie mit anderen Problemen, mit Müllproblemen, weil wir haben dann etwas, was der Körper als Müll ansieht. Er weiß ja nicht, dass es für ihn wirken soll. Sagt, kennen wir nicht, bringen wir nicht los, also lagern wir es ein. Zuerst in der Leber. Wenn die Leber voll ist, schieben wir es ins Speicherfettgewebe. Da lagern wir dann diesen ganzen Müll in Anführungszeichen mal ein. So, wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir mal, was da im Allgemeinen abgeht. Schönes das heißt, wenn wir uns jetzt dann die westliche Medizinintervention genau anschauen, dann beschreibt die Medizin oder die Pharmazie einen wunderschönen Effekt, der heißt der sogenannte First-Pass-Effekt.
Also der Effekt, der beim ersten Durchgang durch die Leber passiert. Das heißt, die Leber versucht, einen chemischen Wirkstoff, den wir ja haben, als fremd erkannt, zu eliminieren. Wir wollen den aber ja im Körper drin haben, damit er seine pharmakologische Wirkung erzielt. Ja. Das heißt, ich muss im Grunde das machen, wie wenn 200 Hooligans mit Baseballschlägern zu dem Disco-Türsteher kommen, der sagt irgendwann, ich gebe auf und lasse einfach durch. Und genau das betreiben wir in der westlichen Medizin. Das heißt, wir überfordern eigentlich die Leber, damit wir den Wirkstoff, den wir im Körper drin haben wollen, überhaupt an der Leber vorbeibringen. Jetzt noch diese TCM-Tees zum Beispiel. Das sind ja alles Naturgeschenke. Ist das alles eigentlich etwas, was unsere Leber sagt, ich kenne dich, du bist auch natürlich? In den allermeisten Fällen sagt die Leber, das kenne ich. Und im Zweiten, das ist so wenig an Einzelkomponenten, das sehe ich nicht als kritisch an. Das heißt, das Wenigste, das wir dem Körper zuführen auf der Ebene, wird als Müll identifiziert und versucht zu eliminieren. Das heißt, der Körper lässt es, also sprich der Türsteher, sprich die Leber, lässt es durch. Das heißt, wir haben komplexe Mischungen, die aber nicht in der Regel additiv wirken, sondern multiplikativ. Das heißt, durch die unterschiedlichen Angriffsmöglichkeiten an ein und derselben Stelle brauchen wir von dem Einzelwirkstoff nur geringe Mengen, erzielen aber durch die Komplexität und die Mischung eine gigantische Gesamtwirkung. Tolles Beispiel, aber nochmals, es ist mir völlig klar, dass die Natur perfekt ist. Sonst hätte sie sich ja nicht über Millionen von Jahren so erschaffen, wie sie ist. Jetzt ist es aber auch so, dass diese Naturheilkunde, die aus China ja gekommen ist, über eine unglaubliche lange Geschichte hat, das von Wirkungen. Und dann kam doch auch irgendwo die Industrialisierung. Genau. Das Geld stand im Vordergrund. Inwiefern ist das verantwortlich gewesen, dass das Image dann dieser Tees doch auch in sich zusammengebrochen ist? Ja, man muss natürlich zwei Faktoren in der Richtung betrachten. Im Westen hat man natürlich aufgrund der, ich sage jetzt mal, Bevölkerungsstruktur, jeder versucht heute oder im Familienverbund arbeiten Mütter und Väter. Das heißt, man hat kaum Zeit, selber für seine eigene Therapie Tees zu kochen, die im Grunde eine Stunde Aufwand bedeuten, dann aber auch sehr gewöhnungsbedürftige Gerüche, vielleicht auch noch exotischere Geschmäcker erzeugen, bei uns flächendeckend zu etablieren. Das heißt, man hat dann aus dem japanischen Grundkonzepten nach dem Zweiten Weltkrieg einer schnellen und flächendeckenden Versorgung der eigenen Bevölkerung mit Instant-Tees, die aber nach traditioneller Mischung hergestellt waren, irgendwann in China, vor allem aber in Taiwan erkannt, der Westen schluckt uns das Zeug viel besser, wenn es instant convenient ist und nicht, dass sie stundenlang drauf rumkochen müssen und aber auch noch Expertise brauchen. Das heißt, ich muss jetzt zum Beispiel eine Wurzel länger kochen wie eine Blütenware und. Also das heißt, ich habe natürlich viel, ich sage jetzt mal, Altwissen in Europa gar nicht da. Wie gehe ich mit dem Material um, was einem Chinesen über Jahrhunderte natürlich in seiner Entwicklung von seinem Elternhaus immer mitgegeben wurde. Und diese Instant-Tee haben dann eigentlich noch diese Wirkstoffe drin oder nur noch ein Klatsch davon? Also ich habe mal im Labor eine Untersuchung gemacht von, ich würde sagen, 50 verschiedenen, auch von verschiedenen Herstellern. Und ich habe in keinem der Produkte das wiedergefunden, was hätte drin sein sollen, laut Deklaration. Okay. Das Ganze wird als Granulat bezeichnet, also getrocknete Extrakte. Die Granulate haben zwischenzeitlich, ich sage, jetzt kann ich nur aus Deutschland reden, weil man da die Restriktionen am strengsten gezogen hat, bereits 2011
höchstrichterlich den Status einer nicht geeigneten Therapieform. Das heißt, eigentlich sollten seit 2011 diese Produkte vom Markt verschwunden sein. Sie sind bis zum heutigen Tag da, befeuert natürlich auch durch den Internethandel und. Das heißt, der Markt ist voll mit ungeeigneten Therapeutika, was auch in China der Fall war, auch in anderen asiatischen Ländern, was dann 2009 dazu geführt hat, dass sich die Regierungen von China, Japan und Korea an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, das Gute der asiatischen Medizin in ihrer traditionellen Anwendung geht uns vor die Hunde, weil wir im Westen aus Kommerzsicht viel Müll verbreiten, nicht generell, aber viel Müll verbreiten und das natürlich zwischenzeitlich dazu geführt hat, dass unsere, ich sage jetzt mal, aufstrebende Mittelschicht sich von der TCM aufgrund des Wissens im Westen komplett abgewendet hat. Das heißt, das Vertrauen im eigenen Land ging massiv nach unten, wo dann die Regierungen gesagt haben, wir haben etwas, was hervorragend wirkt, aber nur weil es Leute aus Geschäftmacherei verhunzen, machen wir die ganze Medizin kaputt, haben dann eben gegenreagiert. Und die Gegenreaktion hatte im Grunde eine globale Auswirkung, indem man eine ISO-Normierung und Qualitätsoffensive ausgerufen hat. Also es gibt ein technisches Komitee, der ISO, also Sie kennen ISO von 9001 Natürlich. Und einigen Sachen. Und genau in Genf zentral gesteuert ist ein technisches Komitee 249 etabliert, das die TCM und die davon abgeleiteten Medizinrichtungen, also Kampo-Medizin in Japan, Korean-Medizin in Korea und in Vietnam, in Thailand etc. und anderen Ländern in diesem, ich sage jetzt einmal, Abhängigkeitskreis vom Wissen, also basierend auf der traditionellen chinesischen Medizin, standardisieren soll und damit eben die neue Qualitätslevel festgelegt werden, um die Sicherheit und die Qualität auch für die nächsten Generationen sicherstellen zu können. Dort hast du, glaube ich, auch irgendeine Position drin, dass dies auch ordentlich läuft. Ich wurde 2010 beauftragt, ein Grundkonzept für die Strukturierung dieses technischen Komitees zu entwickeln, das bis zum heutigen Tag so umgesetzt wurde. Also mein Vorschlag gilt bis zum heutigen Tag in der Strukturierung. Habe dann, wenn man es genau betrachtet, eigentlich kaum verständlich auf den ersten Blick, das wichtigste Qualitätssicherungssekretariat in Deutschland angesiedelt. Also das heißt, Japan, China und Korea verlässt sich und die anderen Länder verlassen sich auf die Expertise, die wir hier in Deutschland haben, was nicht zum unerheblichen Teil, ich will mich nicht selber loben, aber an meiner Person hängt, um eben die Zukunftsfähigkeit dieser Medizin auf die Dauer sicherstellen zu können, indem man eben den Misswuchs eliminieren kann. Also das heißt, zukünftig auch der Konsument entscheiden kann, kaufe ich etwas, was hochqualitativ ist und wirkt, oder etwas, was vielleicht billiger ist und Geld zum Fenster rauswerfen. Ja, das habe ich wunderbar verstanden. Das heißt, irgendwann müsste auf dem Tee draufstehen, das ist ISO genormt. Richtig. Dieser Tee. Also es gibt schon einige Normen, die schwerpunktmäßig im Moment für die Rohstoffe gelten. Also das heißt, auch die asiatischen Staaten haben sich auf Normierungen einer entsprechenden Qualität ihrer Rohstoffe geeinigt. An diesem arbeite ich tagtäglich mit. Weil genau hier hat man auch so ein Image. Da heißt es immer wieder, ja, in China, da wird weiß Gott was alles gespritzt. Aber wenn diese ISO-Norm dahinter steht, dann ist das wirklich... Dann gibt es kein Spritzen, dann gibt es kein Pestizid und auch keine Schwermetalle mehr drin. Ja. Weil dafür sorgen wir, dass wir die westlichen Normen 1:1 auch bei diesen Produkten sicherstellen können. Und zwar sicherstellen, wirklich sicherstellen, weil diese Produkte, bevor sie jetzt legal aus China
zum Beispiel in Deutschland aufschlagen, ich sage es jetzt bloß als Beispiel, werden die von einem entsprechenden Labor in Europa geprüft, nach europäischen Kriterien und nicht mit Wegschauen etwas gut geredet. Wir reden ja auch noch in vielen weiteren Sendungen über Wirksamkeiten von solchen zertifizierten Tees. Jetzt ist die Frage eigentlich, wenn mich das Thema interessiert, finde ich eine Plattform, wo ich eine Auswahl von zertifizierten Tees habe und mir eigentlich die Wirkungen dazu, die da drin beschrieben werden, eigentlich nachlesen kann? Im Moment, weil es eben, es gibt zur TCM viele Bücher für die Anwendung. Mit der wirklichen Qualitätssicherung hat sich noch kaum jemand auseinandergesetzt. Ich sage, ein Instrumentarium werden die ISO-Normen sein. Hat das Produkt diese Norm, erfüllt es diese Norm oder erfüllt es diese nicht? Das ist einer der Kriterien, die aber noch nicht greifen. Also wir sind noch in der letzten Phase der Implementierung im Moment. Aber auf der anderen Seite sollen auch jetzt Fachdokumentationen entstehen, die dann solche Sachen auch oder solche Fragestellungen auch entsprechend darstellen. Aber mir ist bekannt, dass es da eine Apotheke gibt in Deutschland, die eine ganze Auswahl von solchen TCM-Tees schon verkaufen, verbreiten. Die Frage, sind die Qualitäten dort drin eigentlich das, was dann irgendwann diese DIN-Zertifizierung kriegen? Ja, also wir müssen jetzt noch mal kurz davor anfangen. Wir haben über die Darreichungsform Granulate gesprochen, die eigentlich gar nicht legal im Markt sein können, die von Behörden auch geächtet werden. Sie werden zum Teil unterm Ladentisch weiterverkauft, einfach aus Praktikabilitätsgründen. Um die neuen Normen überhaupt erfüllen zu können, mit den hohen Qualitätsansprüchen, wurde eine neue Darreichungsform konzipiert. Also ein Granulat ist in vielfach viel Hilfsstoff und wenig Wirkung. Die Kompaktate, diese neue Form, sind nichts anderes wie stark verpresste, reine Extrakte mit weniger Hilfsstoff. Also der wenige Hilfsstoff ist notwendig, damit der Krümel, also sprich der Instant-Tee, überhaupt stabil halten kann und nicht zusammenklebt, weil sonst ist er ja nicht mehr dosierbar. Und diese Kompaktate sind in mehreren Apotheken in Deutschland zwischenzeitlich für Rezeptierungen vom Arzt erhältlich, aber für spezielle standardisierte Rezepturen, die schon bekannt und erfahren sind, wie wir gerade gehört haben, wird schwerpunktmäßig die Bahnhof-Apotheke in Kempten als Distributor für ganz Europa tätig und in Zukunft auch die Löwen-Apotheke in Zürich für den Schweizer Markt. Also wenn ich einen Tee haben will, der wirklich diese traditionell chinesische Wirkung hat, wie es früher immer war, dann wäre ich bei diesen 2 Adressen gut aufgehoben, mich dort zu beraten, um einen Tee zu kaufen, der wirklich vom Rohstoff her der Norm entspricht, aber auch die Wirkung ich habe, die eigentlich über hunderte von Jahren dokumentiert wurden. Wir haben in den heutigen Qualitätsnormen die sogenannte, bitte verzeihen Sie mir den englischen Begriff Traceability, also die Nachvollziehbarkeit vom Saatgut bis zum Endprodukt. Und nur da ist sichergestellt, dass eben nicht aus Kommerzgründen minderwertige Ware, zum Teil ja sogar falsche Ware, also gefährliche Produkte im Markt erscheinen. Und jetzt noch eines, ich sage ja, die neue Darreichungsform ist das, was im Moment alle Level, alle Standards erfüllen kann. Lieber Hans, mir geht's Herz auf. Ich finde das einfach cool, total lässig, über solche Themen diskutieren zu dürfen, zu sprechen zu dürfen. Ich habe die These auch schon probiert, der eine oder andere. Es ist eine ganz andere Liga. Früher war ich kein Teetrinker, heute liebe ich das. Es ist auch eine andere Preisklasse, aber man hat auch andere Wirkmechanismen drin und ich finde das einfach nur ganz großartig, dass man wirklich auf solche Tees greifen kann und weiß, was man hat. Das war für mich mal wirklich entscheidend zu hören.
dass Tee nicht gleich Tee ist. Ja, das war in meinem Bewusstsein auch noch nicht so ganz drin. Ich dachte schon, ein paar Flocken rein und Wasser reingießen, habe ich schon einen großartigen Tee. Um die Wirksamkeit und die Qualität sicherzustellen, wird man nicht mit dem billigsten Material arbeiten können. Und das wird sich auch auf den Endpreis niederschlagen. Nur wenn man den Erfolg damit sieht, und wir sehen den ja tagtäglich, dass die Leute entsprechend besser und gesünder werden. Klar, natürlich. Dann muss man dann die Relation zum Preis wieder anders überdenken. Und das Schöne ist auch, man hat auch eine große Wissenschaftlichkeit dahinter, denn viele dieser Teemischungen basieren ja auf unglaublich eine Fülle von Studien, sei es über Infektionen, sei es über Krampfanfälle, sei es über Influenzaviren, sei es zu Schweinegrippe und weiß Gott was alles. Überall sind Beschreibungen da von diesen traditionellen Mischungen. Und ich glaube, wir tun uns alle Gutes, wenn wir uns damit mal beschäftigen. Und auch zwischenzeitlich sehr viel arbeiten, die auch die Wirkmechanismen zwischenzeitlich auch hinreichend beschreiben können. Danke, lieber Hans. Wir machen an dieser Stelle ganz sicher weiter. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.